Vor langer Zeit, tief in den Bergen Japans am Ashigara-Berg, lebte ein außergewöhnlicher Junge namens Kintaro. Gemeinsam mit seiner Mutter Yama-Uba führte er ein einfaches Leben mitten in der Natur. Umgeben von dichten Wäldern, klaren Gebirgsbächen und hohen Bergen wuchs Kintaro fernab der großen Städte auf. Schon als Kind war Kintaro unzertrennlich mit den Tieren des Waldes verbunden. Ein Braunbär war sein bester Freund. Auch ein Hirsch, ein Hase, ein Affe und weitere Tiere begleiteten ihn auf seinen täglichen Streifzügen durch die Berge. Der Legende nach war Kintaro sogar so schnell und geschickt, dass er mit den Fischen in den Flüssen um die Wette schwimmen konnte. Doch nicht nur sein Mut machte ihn besonders. Schon in jungen Jahren verfügte Kintaro über eine unglaubliche Kraft. Mühelos trug er riesige Bündel aus Brennholz durch den Wald und spaltete selbst die dicksten Holzscheite mit einem einzigen Schlag seiner gewaltigen Axt. Seine Stärke war so außergewöhnlich, dass selbst die Tiere des Waldes sie bewunderten. Bei einem freundschaftlichen Ringkampf stellte sich Kintaro sogar seinem mächtigen Braunbären und gewann. Gemeinsam mit seinen tierischen Freunden zog er täglich durch die Wälder und Berge. Für Kintaro war jeder Tag ein neues Abenteuer. Eines Tages erreichten sie eine tiefe Schlucht. Sie schien unüberwindbar zu sein. Der Braunbär versuchte, einen Baum umzuwerfen, um eine Brücke zu schaffen. Doch selbst seine Kraft reichte dafür nicht aus. Da trat Kintaro nach vorne. Mit einem einzigen gewaltigen Stoß brachte er den langen Baum zum Fallen. Der Stamm legte sich über die Schlucht und bildete eine Brücke. Mutig balancierte Kintaro als erster hinüber, bevor ihm seine tierischen Freunde folgten. Was Kintaro und seine Freunde allerdings nicht bemerkten: Aus der Ferne hatte jemand dieses äußerst beeindruckende Schauspiel beobachtet. Es war der berühmte Samurai Minamoto no Yorimitsu. Sofort erkannte er das außergewöhnliche Talent des Jungen und beschloss, ihn aufzusuchen. Yorimitsu besuchte Kintaro und machte ihm ein besonderes Angebot. Er wollte den Jungen mit nach Heian-kyo, dem heutigen Kyoto, nehmen und ihn zu einem Samurai ausbilden. Zunächst lehnte Kintaro ab. Er wollte seine Mutter nicht allein in den Bergen zurücklassen. Doch Yama-Uba lächelte und sprach ihrem Sohn Mut zu. Sie erinnerte ihn daran, dass bereits sein Vater ein angesehener Krieger gewesen war und dass nun auch für Kintaro der Zeitpunkt gekommen sei, seinen eigenen Weg zu gehen. Um sie brauche er sich keine Sorgen zu machen. Also verabschiedete sich Kintaro von seiner Mutter und seinen tierischen Freunden. Gemeinsam mit Minamoto no Yorimitsu machte er sich auf den langen Weg nach Heian-kyo. Dort begann seine Ausbildung zum Samurai. Mit großem Fleiß und seiner außergewöhnlichen Stärke wurde er später unter dem Namen Sakata no Kintoki zu einem der berühmtesten Krieger Japans. Bis heute gehört seine Geschichte zu den beliebtesten japanischen Volksmärchen.